Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, im letzten Video haben wir ja die Marauder Firmware hier auf das Wi-Fi Devboard von unserem Flipper Zero geflasht. Und heute schauen wir uns einfach mal die Funktion von der Marauder Firmware etwas genauer an, weil hier die Steuerung mit dem Flipper ist nicht ganz so einfach in der Bedienung. Man muss auch ein bisschen Hintergrundwissen haben, was das Ganze denn macht und wie das Ganze funktioniert. Und das möchte ich heute etwas genauer für euch unter die Lupe nehmen. Ja, Ziel von dem Video soll es natürlich sein, dass ihr euch danach besser auskennt, ihr auch selber hier ein bisschen an euren eigenen Geräten experimentieren könnt. Ja, wenn wir uns heute die Funktionen angeschaut haben, im nächsten Teil möchte ich auch nochmal hier eine Funktion von der Marauder Firmware, die De-Orting-Funktion, also Geräte aus dem WLAN-Netzwerk rausschmeißen, um hier, was weiß ich, bestimmte Szenarien durchzuprobieren, auch mal zeigen. Das wie gesagt im nächsten Video. Doch heute konzentrieren wir uns voll mal auf die Funktionen und wie wir das hier sauber hinbekommen. Auch nochmal kleiner Teaser, im letzten Video habe ich es ja auch nochmal gesagt, es gibt auch hier so ein Cheap Yellow Display, das ist im Prinzip auch Marauder fähig, hat hier vorne einen Farb-Touchscreen. Da kann man sich dann natürlich auch von der Bedienung leichter tun. Ihr werdet sehen, ob ihr hier über die Flipper-App, über die Flipper Marauder-App in der Steuerung euch auskennt oder ob ihr sagt, nein, ich möchte hier lieber so wie in den TikTok und YouTube Shorts mäßig hier das Ganze per Touchscreen bedienen, weil ich mich da einfach leichter tue. Ja, seid gespannt, wir tauchen in die Marauder Firmware wie immer sofort nach dem Intro ein. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es euch im Intro bereits gesagt, wir schauen uns heute die Marauder Firmware genauer an. Ich habe es hier schon mal vorbereitet, ich habe das Ganze hier startklar. Ich verbinde jetzt hier den Flipper mit meinem PC, damit ihr auch hier live seht, was ich auch hier rein tippe. Und wir schauen uns jetzt einfach mal so wirklich Step für Step die einzelnen Punkte an und ich erkläre euch, was die tun und wie ihr hier Schritt für Schritt vorgeht. Ja, dann haben wir den Flipper mit dem Devboard oben drauf und wenn ich jetzt nochmal auf Reset drücke, sehen wir nochmal, wie das bootet und hier oben die farbige LED noch mit durchläuft, wie es bei der Marauder Firmware der Fall ist. Ich blende euch hier den Bildschirm hier oben auch nochmal ein, dann seht ihr auch vielleicht das Ganze ein bisschen besser, weil manchmal lässt sich das hier so in der Videoaufzeichnung ein bisschen schlecht darstellen. Wir beginnen damit, dass wir einfach mal in die Marauder App reingehen, die wir unter GPIO, ESP und Wi-Fi Marauder finden. Ja, wir haben ja verschiedene Funktionen hier, das ist eine ganze Reihe an Funktionen, die wir hier sehen und wir beginnen ganz einfach mal mit der untersten Funktion, Save to Flipper SD-Card. Wenn wir da mal drauf gehen, sagt er uns hier, dass wir hier entsprechende PCAP-Dateien, also Paketaufzeichnungsdateien auf der internen SD-Karte hier vom Flipper speichern können. Das bestätigen wir mit Ja, genauso auch die Log-Files bestätige ich hier mit Ja. Denn es ist nicht erforderlich, hier auch eine SD-Karte zu nutzen. Ich habe euch ja das im letzten Video gezeigt, da hatten die einen hier hinten mal eine SD-Kartenerweiterung mit dran gelötet, aber das ist eigentlich für die wenigsten Sachen überhaupt notwendig. Ja, über Scripts können wir entsprechende Script-Dateien hier auch ausführen. Habe ich jetzt nichts vorbereitet, deswegen möchte ich darauf auch nicht weiter eingehen. Ein Punkt weiter oben unter Hilfe sehen wir nochmal die sehr komplexe Befehlsstruktur. Wir sehen hier, es sind immer Befehle und es gibt ja hier entsprechende Parameter dazu. Ich gehe da bewusst nochmal raus.
denn ich habe es auch schon mal gesagt, die Kommunikation zwischen Flipper und dem ESP hier oben läuft über eine UART-Kommunikation ab, hier ganz besonders hier oben TX-RX in dem Bereich. Erfolgt der Austausch und letztendlich sagt hier unser Flipper nur, hier führt den Befehl aus, er übergibt das über UART zu dem, er gibt eine Rückmeldung dann über die UART-Schnittstelle auch wieder zurück. Ja, Reboot hatten wir gerade auch entweder hier mit Druck auf Reset oder wenn ich hier nochmal auf Reboot drauf gehe, dann bootet er nochmal neu hier oben. Genau, jetzt sehen wir auch wieder nichts in dem Sinne, gehen wir wieder raus. Genau. Update könnte man die Marauder-Firmware, die jetzt aktuell geflasht ist, auch über die SD-Karte updaten. Wenn ich da jetzt drauf gehe, sagt er, die Karte ist nicht connected. Das wäre im Prinzip ein Fall, wo ich sage, ja, da würde es Sinn machen, dass eine SD-Karte hier verbunden ist. Aber ich kann ihn ja natürlich auch wie in unserem Flash-Video hier über die USB-Schnittstelle jederzeit auch flashen. Ja, hätten wir eine SD-Karte verfügbar, könnten wir über List SD auch zum Beispiel hier das Root-Verzeichnis von der SD-Karte anzeigen lassen. Wenn ich das Ganze absende, kommt als Antwort natürlich nichts, weil unsere SD-Karte natürlich nicht vorhanden ist. Ich springe immer wieder mit der Zurück-Taste raus, gerade dass ihr euch da nicht wundert, was ich hier immer drücke. Ja, Settings kann man hier noch ein paar Einstellungen durchführen, aber ja, können wir reinschauen. Da sehen wir auch nochmal eine Erklärung, was es hier für Variablen gibt. Kann man einfach verschiedene Sachen auf True und False stellen. Wir bleiben da bei den Standardeinstellungen. Ja, ein Punkt weiter oben, GPS-Data. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn wir ein GPS-Modul verbunden haben. Wie gesagt, das ist jetzt hier das ganz normale Stock Wi-Fi Devboard ohne irgendwelche Ergänzung oder Erweiterung hier. Deswegen bringt uns das jetzt hier auch wenig, aber ich könnte, wenn ich hier ein GPS-Modul verbaut habe, auch entsprechend die Koordinaten, wo wir zum Beispiel hier verschiedene WLAN-Netzwerke scannen, auch verbinden und es entsprechend auch dokumentieren und abspeichern lassen. Deswegen gibt es ja auch Einstellungen hinsichtlich der GPS-Daten, wie hier Länge und Breitengrad, Höhe, die Satelliten und in welcher Art und Weise hier kommuniziert wird. Der nächste Punkt Hex ist auch noch nichts großartig Spannendes. Damit kann ich ja manuell die LED ansteuern, ihr eine Farbe geben, aber ist jetzt auch nicht weiter spannend. Ja, über Channel kann ich zum Beispiel über Channel Get sehen wir hier, dass aktuell der Kanal 1 aktiv ist. Das heißt, er scannt hier gerade auf dem Kanal 1 und ich könnte jetzt hier auch über Set sagen, ja, von mir aus gehe auf den Kanal 5, wähle hier die 5 aus, save das Ganze und er ist jetzt auf den Kanal 5 eingestellt. Ich gehe hier zweimal zurück. Wenn ich ihm hier nochmal frage über Get Channel, dann ist er jetzt auf dem Kanal 5. Ja, der nächste Punkt weiter oben, der Signalmonitor, der funktioniert hier auf dem Flipper nicht so wirklich gut. Ich kann mal drauf gehen. Er scannt hier mit der Fake-Adresse deadbeef-feed nach Signalen. Doch, ja, ich kann hier nichts anzeigen. Ich kann hier im Log ein bisschen rumspringen, aber er zeigt hier nichts an. Den Punkt müssen wir uns auch mal anschauen, wenn wir die Marauder-Firmware auf dem GPIO Display anschauen. Da sollte das Ganze funktionieren, dass uns dann auch direkt auf dem angeschlossenen LCD dann entsprechend hier die Signalstärken auf den verschiedenen WLAN-Kanälen anzeigt. Wie gesagt, hier auf dem Flipper, ja, Fehlanzeige kann man vergessen, funktioniert nicht. Ja, ein Punkt weiter oben ist noch was mehr sniffen nach die Beacons. Das sind im Prinzip die Geräte, die entsprechend hier nach bekannten WLANs suchen. Diese sogenannten Beacons können wir hier sniffen. Sniff nach D-Out-Paketen. Da können wir den Flipper hier auch als D-Out-Scanner nutzen, also ob hier jemand Pakete zum De-Authentifizieren
abschickt. Was die Authentifizierungspakete sind, schauen wir uns gleich nochmal an. Und ich kann hier auch nach der PMK-ID oder nach Probe Requests scannen. Ich kann hier RAW-Daten auch aufzeichnen und ich kann auch Bluetooth-Signale sniffen. Leider natürlich nicht, der kann kein Bluetooth. Deswegen, wenn ich jetzt hier Bluetooth-mäßig was starten möchte, dann sagt er uns auch hier, dass Bluetooth von dem Chip hier nicht unterstützt ist. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen, möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, mit dem Punkt Beacon Spam können wir hier entsprechende WLAN-Beacons aussenden, so als wären hier entsprechende fremde Netze in der Umgebung, obwohl sie gar nicht sind. Also es wird ja bloß über den Chip ein Beacon ausgesendet. Ich kann hier auf die entsprechende Access Point Liste, falls man hier schon entsprechende Access Points gescannt hat, nutzen oder die SSID-Liste. SSID-Liste wären manuell eingetippte WLAN-Namen, die er hier einfach ausstrahlen soll. Oder ich kann jetzt zum Beispiel random WLAN-Signale aussenden. Wenn ich dann drauf gehe, fängt er zum Beispiel an, entsprechend random Beacons zu senden. Das heißt, wenn ich hier in die WLAN-Einstellungen gehe, dann sehe ich hier, dass hier plötzlich ganz viele verschiedene, unterschiedlich bezeichnete WLANs verfügbar wären in der Nähe, mit denen ich mich hier verbinden könnte. Wir brechen das Ganze mal ab. Und wir sind jetzt hier im Bereich De-Outing. Hier kann man sagen, ob die eine bestimmte Station oder eine manuelle MAC-Adresse, also wenn ich da drauf gehe bei manuell, muss ich die entsprechende MAC-Adresse eingeben, oder hier eine entsprechende Station, die ich an der Stelle hier noch nicht ausgewählt habe, entsprechend deauthentifiziert wird. Deauthentifizieren bedeutet, dass ich der Chip hier, der kann 2,4 GHz, dass ich in einem 2,4 GHz Netzwerk eines oder alle Geräte, die über 2,4 GHz mit einem bestimmten WLAN verbunden sind, aus den WLAN schmeiße. Denn WPA2 hat hier eine Schwachstelle in der Form, dass ich hier ein Paket, ein manipuliertes Paket, eben an alle oder an ein bestimmtes Gerät schicken kann, was dazu führt, dass das Gerät, was angesprochen wird, sich vom WLAN trennt und neu verbindet. Wenn es sich neu verbindet, unser Gerät, dann macht es den sogenannten Four-Way-Handshake. Das heißt, das Gerät tauscht sich dann zwischen Access Point und Client-Gerät aus, tauscht über ein entsprechendes Schlüsseltauschverfahren den WLAN-Key und bekommt Zugang zum Netzwerk oder eben nicht. Diesen Four-Way-Handshake kann man auch entsprechend mit sniffen, cracken und somit auf das WLAN-Passwort kommen. Leider geht das natürlich nur mit entsprechender Rechenpower oder Gott sei Dank nur mit entsprechender Rechenpower, sodass, wenn ich hier entsprechend lange WLAN-Schlüssel zur Verschlüsselung einsetze, dieser Angriff zwar in der Theorie möglich ist, ich habe es auch schon selber mal ausprobiert, es funktioniert tatsächlich, aber in der Praxis, wenn ihr hier sicher unterwegs seid, auch nicht zum gewünschten Erfolg führt. Ja, der nächste Punkt wäre Evil-Portal. Ich gehe da nochmal eins weiter hoch. Ich kann hier das Evil-Portal starten und ein HTML-File setzen. Wenn ich das starten möchte, sagt er entsprechend, dass er keine Konfiguration hat. Er findet die Access Point Konfiguration nicht, hat auch damit zu tun, dass wir hier auch noch kein WLAN-Netzwerk ausgewählt hat, welches er hier quasi simulieren soll. Und natürlich brauchen wir dann noch
wenn wir hier ein Fake WLAN aufsetzen, auch eine entsprechende Seite, wo wir dann hier Social Engineering mäßig nach Zugangsdaten fragen können. Dazu ist es notwendig, dass wir eine entsprechend vorbereitete HTML-Datei laden. Wenn ich damit drauf gehe, ich habe jetzt hier mal die Apple-Datei vorbereitet, die schickt er jetzt hier rüber über die UART-Schnittstelle rauf und die ist jetzt an der Stelle gesetzt. Über zurück gehe ich jetzt wieder raus und somit wäre hier unser eWail-Portal startbereit. Wenn ich jetzt hier nochmal Set HTML reingehe, könnte ich die auch nochmal per Account-Line setzen, aber über die Funktion hier unten hat das auch automatisch dahinterlegt. Also den Schritt hier oben mit dem HTML setzen kann ich mir sparen, wenn ich sie unten schon ausgewählt habe. Gehen wir nochmal zurück. Da an der Stelle könnte ich starten. Ich zeige euch jetzt hier auch nochmal im Bereich des Flippers. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück und zwar im File Manager auf der SD-Card und zwar bei den App-Daten. Bisschen weiter runter, muss man schauen, Marauder, und dort gibt es den Ordner HTML und dort ist wie gesagt meine Apple HTML. Wie diese Access Point oder diese Fake AP Captive Portal-Seiten hier designt sind, wie die aufgebaut sind, das würde ich mal in einem separaten Video zeigen, gerade damit ihr mal wisst, wo das Ganze liegt. Ich gehe jetzt wieder hier zurück, sodass ihr hier wieder verfolgen könnt, was ich hier auf dem Bildschirm sehe. Ja, ein Punkt weiter oben, WarDrive. WarDrive ist schon viele Jahre. Man ist früher hier mit entsprechenden Notebooks im Monitor-Mode rumgefahren und hat hier nach WLAN gescannt, hauptsächlich auf der Suche nach schwachen verschlüsselten WLANs mit fehlendem Kennwort oder mit Web-Verschlüsselung, was man heutzutage fast nicht mehr findet. Und hier im Bereich WarDrive kann man sagen, was möchte man hier entsprechend aufzeichnen. Scanne ich hier nach Access Points, nach Stations oder nach Bluetooth-Signalen. Bluetooth, wie gesagt, nicht unterstützt. Ich kann jetzt hier, wenn ich WarDrive Access Point machen, sagt er mir auch hier an der Stelle, dass das GPS-Modul nicht installiert ist, weil das WarDriving entstellt im Prinzip hier eine virtuelle Karte auch, wo er sagt, an welcher GPS-Position habe ich welchen WLAN-Access Point oder welche Station oder welches Bluetooth-Signal gefunden. Aus diesem Grund hier geht das WarDrive in der Konfiguration hier ohne GPS-Signal nicht. Spoof AirTag setzt auch auf die Bluetooth-Funktionalität, das heißt auch hier können wir das mit dem Wi-Fi Devboard nicht testen. So, hier sind wir im Prinzip im Bereich der D-Out-Attack, deswegen gehen wir hier noch mal ein bisschen weiter rauf an der Stelle. Jetzt springen wir ein bisschen nach oben. Und ja, wir arbeiten jetzt nochmal uns von oben runter. Log ist relativ unspektakulär. Wenn ich da drauf gehe, sehe ich im Prinzip die letzten Funktionen, die ich hier durchgeführt habe. Und ja, kann es auch von hinten anschauen. Ist aber jetzt im Prinzip hier WarDrive Serial, GPS-Modul not detected. Das sind im Prinzip die letzten Ausgaben hier vom Bildschirm-Log. Mehr ist das nicht. Ja, natürlich, wenn wir jetzt, ich habe ja schon gesagt, für bestimmte Angriffe brauchen wir hier die entsprechenden Netzwerknamen. Und deswegen kann ich jetzt hier an der Stelle erstmal sagen, nach was scanne ich? Scanne ich nach Access Points oder scanne ich nach Stations? Stations sind im Prinzip die Geräte. Wenn ich jetzt hier sage, scan Access Points und ich starte das Ganze, sehen wir auch hier, die LED strahlt blau und er fängt jetzt hier an, die entsprechenden WLANs zu scannen, die sich hier in meiner Umgebung befinden. Chipbedingt nur im 2,4 GHz Bereich. Mittlerweile gibt es hier diese ESP-Chips auch in einer 5 GHz Variante, sind noch eher selten. Auch die Firmware wird momentan noch angepasst, dass die auch 5 GHz kompatibel ist. Unterm Strich muss man sagen, wenn man jetzt wirklich speziell auf hier den Bereich WLAN-Hacking ausgeht, gibt es natürlich auch spezialisiertere Hardware als wie hier die Marauder Firmware. Ich breche das Ganze jetzt hier mal an der Stelle ab. Und wenn ich jetzt hier bei List APs gehe,
dann sehe ich hier schön durchnummeriert die entsprechenden WLANs, die er hier in meiner Nähe gefunden hat. Was wir dazu jetzt noch brauchen, ich gehe jetzt hier nochmal zurück, ist nämlich, dass wir auch noch nach Stations scannen. Und zwar scannt er jetzt nach Geräten und schaut, mit welchem Access Point hier jeweils die Geräte verbunden sind. Wir lassen das Ganze jetzt nochmal hier ein paar Sekunden laufen und danach schauen wir uns mal an, wie sich jetzt dann die Übersicht geändert hat. Ich breche das jetzt an der Stelle mal ab und wir gehen jetzt hier nochmal in die Liste rein. Da haben wir hier im Prinzip die APs und bei die SSIDs haben wir noch nichts drin, aber Stations. Und bei den Stations wird es jetzt dann interessant und wir sehen jetzt hier, unter welchem WLAN. Hier unter der 0, dieses Magenta WLAN, befinden sich jetzt hier entsprechende Stations. 1, 2, 3, 4 Stations, durchnummeriert entsprechend so in der Reihenfolge, wie er es gefunden hat. Dann haben wir die nächste WLAN, dieses Frankfurts. Da haben wir ein Client, das WLAN 4711, ein Client. Dann hier Gäste WLAN, da ist jetzt keiner drin. Nochmal WLAN 4711, da haben wir nochmal eine Reihe WLAN-Geräte und so können wir uns hier im Prinzip schon mal einen guten Überblick bekommen, was sind hier für WLANs und mit welchen WLANs sind hier entsprechend wie viele Geräte verbunden. Ja, hier kann ich die Liste übrigens clearen, sowohl Access Points als auch Stations. Da oben, das habe ich euch noch nicht gezeigt, SSID. Das ist im Prinzip, wenn ich hier manuell WLAN-Namen ergänzen möchte. Ich kann hier entweder Random-Namen aussenden und ergänzen oder ich kann hier einen speziellen Namen setzen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen speziellen WLAN-Namen noch setzen. Ich nenne den jetzt mal zum Beispiel Free. Jetzt habe ich vertippt. Es soll Free Wi-Fi lauten. Und Save. Damit habe ich es jetzt übergeben. Und wenn ich jetzt zurückgehe und ich liste mir hier, also APs haben wir gerade angeschaut, Stations, ich liste mir hier die SSID, dann sehe ich hier genau die SSID, die ich hier gerade manuell vergeben habe, und zwar hier Nummer 0 Free Wi-Fi. Ja, und wenn ich jetzt hier entsprechend eine Deauthentifizierungsattacke starten möchte, dann sollte ich mich hier erstmal mit einem Access Point auswählen. Da fragt er mich jetzt, welcher es ist. Wenn ich es nicht mehr weiß, dann muss ich eben hier nochmal in die Access Point Liste reingehen. Ich sage jetzt in meinem Fall, nehmen wir mal hier den Access Point Nummer 2, das WLAN 4711, das ist nämlich meins. Und ich sage jetzt hier Select, gebe hier die 2 mit. Speichere das Ganze und wir sehen jetzt hier, dass eine Station selected, ein Access Point selected ist und das ist genau unserer. Wenn ich jetzt hier die Deauthentifizierungsattacke starte, dann wird die im Prinzip gegen unseren WLAN Access Point gefahren und alle Geräte, die hier verbunden sind, werden aus dem WLAN getrennt. Ja, ich kann jetzt hier auch so eine Rickroll-Attacke machen. Da sende ich zum Beispiel in der WLAN-Übersichtsliste von dem Rickroll-Text Never Gonna Give You Up, die in entsprechenden Zeilen entsprechend die als verfügbare WLAN-Namen mehr als wie ein kleines Gimmick ist es nicht, es passiert da nichts Schlimmes in dem Fall. So Apples, Angriff gegen Apple, Swift Pair, Samsung Spam, Google Spam, Flipper Spam, Bluetooth Spam All. Alles Angriffe, die auf dem Bluetooth-Chip, der jetzt hier nicht vorhanden ist, zurückgreifen. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz euch
De-Authentifizierung machen wir jetzt nur in der Theorie. Ich werde euch jetzt auch nochmal das Captive-Portal kurz zeigen, wie wir das dann erfolgreich starten, weil auch da viele eben Probleme haben. Wir haben jetzt hier die SSID ergänzt, unser Free Wi-Fi, und wir selektieren jetzt hier mal unsere SSID Free Wi-Fi. Das war eben die einzigste, die wir hatten, mit 0, die ist jetzt im Prinzip selected. Und jetzt, wenn wir zu dem Evil-Portal runtergehen, wo wir vorhin schon waren, wir haben das HTML-File entsprechend geladen, das war das Apple, und wir haben jetzt dem Ganzen einen Namen gegeben, im Prinzip, dass wir hier das Free Wi-Fi ausgewählt haben. Und wenn ich jetzt auf Start gehe, ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter runter, sehen wir, dass er jetzt hier das Captive-Portal startet und wir sehen, dass der Surfer gestartet ist. Was wir jetzt hier noch machen können, ist, ich gehe jetzt mal hier in die WLAN-Einstellungen rein und zeige euch mal, wie das Ganze jetzt ausschaut. So, wir verbinden uns mit dem Free Wi-Fi und er startet das Captive-Portal. Ich zeige es euch hier mal, und das ist im Prinzip die Stelle, wo wir hier in dem Fall eine Apple-ID und ein Passwort über einen Social Engineering Angriff abfischen können. Ich gebe jetzt hier gerade einfach mal irgendwelchen wirren Zeichensalat ein, sende das Ganze ab. Okay, da möchte eine E-Mail-Adresse, also machen wir hier noch @irgendwas.com. Nein, das hatte mir noch nicht genommen. Moment. So, jetzt passt's. Jetzt haben wir auch das drin. Ich sende ab und es passiert nichts, wenn es wieder auf der gleichen Seite. Doch, wenn wir das jetzt hier schließen, machen wir die Settings zu, seht ihr jetzt auch hier, ich habe es euch ja auch nochmal hier drüben auf der Bildschirmspiegelung drüber, dass wir hier entsprechend ein Opfer gefunden haben, was hier Benutzername und Passwort von seiner Apple-ID eingegeben hat. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Cool, dass ihr auf jeden Fall mal das Evil-Portal gesehen habt. Falls ihr da Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich helfe euch da gerne weiter. Und die ganzen Bluetooth-Geschichten, die wir jetzt auch nicht testen konnten, die werden wir uns dann auch nochmal auf dem Cheap Yellow Display genauer anzeigen. Ja, unterm Strich, wie gesagt, sehr interessant, das Wi-Fi Devboard, gerade was die Scan-Funktionalität anbelangt, um zu schauen, welche WLANs habe ich hier in der Nähe. Ja, gerade im Bereich der Informationssammlung natürlich ein wichtiges Thema zum Schauen, wie sich in dem Umfeld, was ich hier vielleicht im Rahmen von einem Pentest mir anschaue, was für WLAN-Geräte hier auch aktiv kommunizieren. Wie gesagt, auch nochmal Hinweis, 2,4 GHz, 5 GHz ist nicht abgedeckt von dem Chip, aber wenn wir uns hier wirklich tiefer mit dem Bereich hier beschäftigen, dann muss man sagen, gut, der Flipper kann zwar viel, aber es gibt hier natürlich auch noch andere Geräte wie den Wi-Fi Pineapple zum Beispiel, die hier deutlich besser in dem Bereich abschneiden, weil sie noch viel spezialisierter sind. Da will ich jetzt nicht sagen, ist das ganze Thema hier kleines Spielzeug, aber es ist schon für einen Anfänger auch mal gut, um in die Materie reinzukommen. Ja, ihr habt es gesehen, alles nicht ganz so einfach. Gut ist zumindest, dass wir hier die Parameter entsprechend vorbelegt haben und hier nicht in der Dokumentation jedes Mal schauen müssen, aber naja, schön ist was anderes. Deswegen, wie gesagt, auch Ausblick auf das Video, wo wir uns das Ganze auch mal auf einem Gerät anschauen, wo Marauder auf eine Touchscreen-Oberfläche portiert ist. Ja, mich würde es natürlich auch interessieren, was ihr für Erfahrungen mit der Marauder-Firmware gemacht habt, ob ihr irgendwelche Probleme habt. Man liest auch viel mal bei Reddit oder in anderen Foren, dass es zum Beispiel Probleme gibt mit dem Fake-AP oder mit anderen Funktionen. Habt ihr Schwierigkeiten? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich versuche euch da auch zu helfen. Ja, und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir hier ein bisschen in den Austausch kommen können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, den Kanal abonnieren nicht vergessen und die Glocke drücken. Dann werdet ihr auch informiert, wenn ich neue Videos zum Thema IT Security, Flipper Zero und Co. hochlade.
Ja, mich freut's, wenn es euch gefallen hat. Deswegen bin ich fest der Meinung, dass ihr auch wieder beim nächsten Video mit einschalten werdet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's es gut. Ciao, euer Reik.